So, hallo. Heute soll es mal einen neuen Beitrag geben zu unserer kleinen Serie, wo wir unsere Linked-Trikes vorstellen. Und zwar fange ich jetzt mit der eigentlichen Vorstellung an, und zwar von meinem Trike, dem Azub Tyfly X. Wie ich dazu gekommen bin, welche Alternativen das gab und warum ich mich eben für dieses Trike entschieden habe. Ja, auf geht's. Ja, meine ersten Erfahrungen mit Liegerädern machte ich im Herbst 2018 mit Susannes Gecko FX20. Den hat sie 2013 gekauft. Sie hat sich dann im Sommer 2018 ein weiteres Trike gekauft, nämlich das Hasecat Wiesel Evo Steps, sodass ich auf unseren Radtouren dann nach und nach von meinem Zweirad oder von meinen Zweirädern zunächst auf das Gecko umgestiegen bin. Davor hatten wir noch 2 oder 3 Wochen ein Skorpion FX20 von HP Velotechnik hier zum Test, sowie Testfahrten mit dem Hasecat Wiesel Cross Steps und einem Ice Sprint. Das Gecko ist ein relativ kleines, recht wendiges Trike, das allerdings keine Federung hat und auf Schotterpisten und unebenen Wegen dadurch sehr unbequem ist. Wer öfter solche Feldwege und Schotterpisten, Waldwege, die nicht geteert sind, fährt, sollte darauf achten, dass er eine vernünftige Federung an seinem Trike hat, weil der Gecko, der hat keine Federung und das macht wirklich auf diesen Wegen nicht so viel Spaß. Man kommt natürlich auch durch, muss langsamer machen, aber ja, man wird halt schon durchgeschüttelt. Das ist eindeutig wesentlich komfortabler hier. Ja, Nachteil ist natürlich, es bringt halt mehr Gewicht mit sich. Das heißt, das Trike, auch der Skorpion, ist ja wesentlich oder um einiges schwerer als der Gecko. Gecko ist ein handliches, relativ kleines, kompaktes Trike, ideal für die Stadt und auch sehr wendig oder relativ wendig. Und ja, da braucht man jetzt nicht so viel Federung. Außerdem ist es eben auf die Körpergröße von Susanne eingestellt. Kurzum, ich entschloss mich also, ein eigenes Trike zu kaufen. In unserer Gegend gibt es gut ausgebaute Radwege, aber auch viele unbefestigte Feld- und Waldwege und Schotterpisten. Mein Trike sollte also mit diesen Verhältnissen sehr gut klarkommen. Außerdem sollte es sich sehr gut für Radreisen eignen. Das heißt, diese Flexibilität war einfach sehr wichtig für mich. Letztlich sind bei mir das Cat Wiesel Cross Steps, das HP Velotechnik FS Enduro, das Azub Tyfly X und das Azub Tricon GR in die engere Wahl gekommen. Beim Cat Wiesel Cross Steps kam ich mit der Spurtreue der sehr leichtgängigen Lenkung nicht so zurecht, wenn der Weg unbefestigt war. Das heißt, das Delta hat vorne sehr wenig Gewicht auf dem vorderen Rad, mit dem gelenkt wird. Und der Weg hier ist seitlich abschüssig. Und das hat zur Folge, dass ich sehr stark gegenlenken muss, weil das Rad halt entsprechend auf die rechte oder linke Seite sehr stark rüberzieht. Das ist hier nochmal besser, weil die Spur hier einfach besser gehalten wird durch die 2 Räder vorne. Also das sind jetzt hier mal ein paar Unterschiede. Der Cat Wiesel ist für dieses Terrain halt nicht gemacht, und er ist dafür hier gemacht, der Tyfly X. Und ja, entsprechend hat man da Vor- und Nachteile. Ein Vorteil, den Delta-Trikes wie der Cat Wiesel aber haben im Gelände oder bei schottigem Untergrund und Steigungen gegenüber einem Tedpole ist, dass beide Hinterräder angetrieben werden, wenn ein Delta verbaut ist. Und das verhält sich genauso bei Zweirädern. Da wird auch nur ein Hinterrad angetrieben, und wenn es zu schottrig wird und die Hangabtriebskraft zu stark ist, dann drehen die halt irgendwann durch, und beim Delta geschieht das eben um einiges später. Aber gut, mir persönlich hat es auf unbefestigten Wegen nicht so gefallen wie ein Tedpole. Also ein Trike mit 2 Rädern vorne. Ja, hier auf diesem Weg bewährt sich jetzt das Azub, das Tyfly X, weil hier komme ich eigentlich recht gut durch. Ja, und Susanne hat es schon schwerer. Zum Cat Wiesel Evo Steps, den wir ja auch haben, machen wir noch ein separates Video.
zum Gecko auch. Auf der Spezi 2019 bin ich dann ziemlich intensiv das Scorpion Enduro sowie die beiden AZUP-Trikes Probe gefahren. Das Scorpion Enduro hatte für mich den Nachteil, dass es als Reiserad nur eingeschränkt nutzbar ist, weil es dafür nur einen relativ kleinen Gepäckträger gibt. Es ist aber auch nicht dafür konzipiert, dafür hat HB andere Modelle. Man sitzt tiefer als bei den beiden AZUP-Trikes, kann dadurch schneller in die Kurven gehen. Allerdings ist die Übersicht im Straßenverkehr auch etwas schlechter. Aber entscheidend war für mich die Geschichte mit dem Gepäck. Und natürlich der Geländegängigkeit, die bei den AZUPs eben hervorragend ist, eben diese Kombination. Es blieben also diese zwei AZUP-Trikes übrig. Der Unterschied zwischen dem Ti-Fly X und dem Tricon GR ist im Wesentlichen die Vorderradfederung des Ti-Fly X, die beim Tricon GR fehlt. Dafür ist das Tricon GR etwas leichter und auch kostengünstiger. Wenn es bei der Testfahrt holprig wurde ich auf dem Tricon allerdings mehr durchgeschüttelt als beim Ti-Fly X mit der Vollfederung, logisch. Also mir hat das Ti-Fly X besser gefallen. Letztlich wurde es also bei mir das Ti-Fly X, das ich im Juli 2019 erhielt. Ich bin immer noch super zufrieden damit. Hätte ich jetzt die Frage, ein neues Trike kaufen zu müssen, würde ich auf jeden Fall exakt das wieder wählen, auch mit dieser Ausstattung. Durch den großen Gepäckträger bietet es Platz für 4 Radtaschen. Obendrauf kann man noch Zelt und Rucksack packen oder beides. Es ist sehr schnell und leicht zusammenklappbar und ist von daher wirklich ein ideales und sehr flexibles Reiserad. Im Juli letzten Jahres machten wir damit ja die erste längere Radtour in die Schweiz und sind in der Spitze 153 Kilometer pro Tag gefahren. Und das Trike hat sich absolut bewährt. Und zwar so gut bewährt, dass ich Susanne ein paar Wochen später auch eins bestellt hat. Ja, durch die 3 26 Zoll Räder, die Vollfederung und die relativ höhere Sitzhöhe macht es richtig Spaß, in unebenem Gelände zu fahren. Also wenn Feld- oder Waldwegpassagen kommen, die sind kein Problem, da fährt man durch und ja, ist einwandfrei. Mein Trike ist bestückt mit Schwalbe Smart Sam 2,25 Zoll Mänteln, die ich auch wirklich gut finde. Hat auch noch keinerlei Pannen, also nicht mal einen Platten. Und der Rollwiderstand ist eben geringer als bei 20 Zoll Rädern. Ja, man kann mit dem Ti-Fly X allerdings nicht so flott in die Kurven gehen, wie zum Beispiel mit dem Scorpion Enduro, da man einfach höher sitzt. Man sitzt aber immer noch tiefer als beim Hase Kettwiesel, und zwar ca. 10 cm. Vorteile hingegen hat man wieder, wenn Bewuchs auf den Wegen ist, also Feldwege. In Kurven hatte ich jetzt mit meinem Ti-Fly X noch keinerlei Schwierigkeiten, auch nicht auf den Abfahrten im Schwarzwald. Ist also nicht so dramatisch, aber ja, man sollte halt einigermaßen gesittet in die Kurven gehen. Ja, betreffend Schäden oder Pannen, da hatten wir an den AZUP-Trikes noch überhaupt nichts. Also ich hatte gerade die zweite Wartung bei meinem und der Händler, der fährt selbst ein Scorpion Enduro und der meinte, dass der Verschleiß am Antriebssystem beim Ti-Fly X für die Kilometerleistung, die ich habe, auffallend gering sei. Wir haben an unseren AZUP-Trikes an beiden einen Shimano E8000 Antrieb. Am Kettwiesel ist ein Shimano E6100 und am Gecko ein Bafang, der nachgerüstet wurde. Der E8000 ist sehr leistungsfähig. Wir haben Akkus mit 504 Wattstunden und Reichweite liegt bei mir mit Reisegepäck bei guten Bedingungen. Das heißt ebene Strecke, wenig oder keine Feldwege, kein Wind und sommerliche Temperaturen reicht der etwa 130 Kilometer. Das ist für uns völlig ausreichend. Wir sind damit auch sehr zufrieden. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir mit unserer Wahl sehr zufrieden sind. Auf Radtouren fahre ich mittlerweile ausschließlich das AZUP Ti-Fly X. Susanne häufig das Ti-Fly X, weil wir eben einfach immer wieder Feldwege haben. Allerdings ja so, Besorgung oder wenn sie mal in die Stadt fährt oder einfach so alltägliche Sachen, nutzt sie eigentlich häufiger den Kettwiesel oder den Gecko, je nachdem. Aber da auf den Kettwiesel und auch auf den Gecko, da machen wir dann noch separate Videos, da kommen wir noch drauf zurück, sodass ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen will. Ja, also kurzum, so viel zu meinem Ti-Fly X. Im nächsten Video werden wir dann also den Gecko oder den Kettwiesel näher beleuchten. Das macht Susanne dann, weil die Trikes einfach besser kennt als ich. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.